This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Moin Tag, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Episode der Stanley-Parabel. So allmählich gehen uns die Enden aus, aber ein paar Sachen haben wir noch, um die wir uns kümmern können. Und nachdem wir ja in der letzten Folge kalte Füße gekriegt haben, habe ich mir gedacht, heute machen wir das mal anders. Heute kriegen wir keine kalten Füße, heute gucken wir mal, wohin uns dieser Steg da führt. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Genau, links, ja, also links, linke Tür, This was erledigt. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Ja, Thank goodness super. Stanley had Wunderschön. taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. So, weiter geht's. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nein, tat er nicht. Stanley ging weiter geradeaus. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Und diesmal wird Stanley den Anweisungen des Erzählers keine Folge leisten, sondern sich auf diesen Laufsteg hier fallen lassen, damit wir mal gucken können, was denn nun letztendlich hinter dieser Tür da liegt. Auf geht's. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but Ich hoffe, ich you springe nicht all vorbei. this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten. Hab's. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Ist ja schon recht schön hier, ne? Die Tür geht wahrscheinlich nicht auf. Nein, natürlich nicht. Gut. Aber da hinten ist eine offene Tür. Und wir haben lange genug damit gewartet, zu erforschen, was dahinter liegt. Oh, eine Tür. 2B1. Okay. B ist wahrscheinlich Basement. Obwohl, wie können wir denn hier im Keller sein? Egal. Wo der Weg uns wohl hinführen wird. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ja, wir haben jetzt eine rote und eine blaue Tür zur Auswahl. Und das sind tatsächlich auch die Enden, die uns noch fehlen. Also die Pfade, die wir noch nicht beschritten haben. Und heute werden wir mal mit dem Erzähler kooperieren und tatsächlich durch die rote Tür gehen. Denn ich habe gehört, hinter der blauen Tür liegt was ganz Besonderes. Und das würde ich mir gerne für das große Finale aufheben.
Denn wir sind wirklich kurz vorm Schluss. Also, es werden noch genau 2 Folgen der Stanley-Parabel kommen. 2 Enden noch, abgesehen von der heutigen. Und dann ist Schluss, dann sind wir schon durch. Von daher, heute geht's durch die rote Tür. Wir vertrauen mal dem Erzähler und gucken, wo er uns hinführt. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I want it to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Und wenn ich jetzt einfach weiterlaufe? Ah, laufen wir immer im Kreis. Na gut, dann sehen wir uns mal diese Lösung an. Ein pechschwarzer Raum. Ja. Okay. Ein Ladebildschirm ist die Lösung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. What do we want? What are we looking for? Was ist das denn hier? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Oh, ist das schön hier. Oh, ich meine, ich werde nicht hier bleiben, aber ist schön anzuschauen. Ich gebe uns noch eine Minute, um diese Atmosphäre aufzusaugen. Ist doch schön hier. Sehr schön. Auch diese schöne, entspannende Musik. Wunderbar. Da kommen noch mehr Farben. Das wird ja immer besser hier. Das ist ja... Boah, Wahnsinn. Ich fühle mich schon richtig entspannt. Ich merke schon, wie die Fröhlichkeit, wie die Zufriedenheit, wie die Glückseligkeit in mir aufsteigt. Wunderbar. Moment, wenn ich so recht drüber nachdenke. Es kommen grüne Lichter. Na gut, dann gucken wir uns mal an, was hier noch passiert. Oh, Sterne. Sterne. Ob da irgendwelche richtigen Sternbilder sind da oben oder ob das einfach nur random einfach so ein paar Lichteffekte sind hier. Apropos Lichteffekte, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich meine, jetzt haben wir grüne Lichter. Das ist, ole ole, super Lichter. Ja. Geil. Psychedelisch, aber geil. Diese Zufriedenheit, die ich verspüre. Diese Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit, die ich verspüre, ist tatsächlich Langeweile. Okay, ich gehe mal weiter. Rote Lichter, ja, wie auch immer. No, wait. Where are you going? Ja, weg von da. Wir können doch mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt zurückgehe. Right. Rote Lichter. Und wieder weg. Wie die Wände hier schon aussehen. Einfach nur so ein bisschen angepinselt hier, gar keine echten Texturen. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Aha. Ja, okay, gehen wir mal hoch. Ich ahne, worauf das hier hinausläuft. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Ist schon ein bisschen gemein, was wir hier gerade machen, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an das Ende in der Lagerhalle, obwohl das ist nicht ganz so tief. Please, hier, Stanley, oder? think about what you're doing. Also im Moment mache ich gar nichts, außer hier zu stehen und da runter zu gucken. Was implizierst du denn, was ich tue oder tun werde? Da noch was kommt? Ein Lämpchen. Hübsch.
Ach, was soll's. Geronimo! Autsch. Ouch. Thank God. You lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? Ich gehe nochmal zurück. Ich gucke nochmal, was er sagt. Wow, Kombolichter. There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Ja, tut mir leid, ich bin hyperaktiv. Ich kann nicht aufhören, mich zu bewegen. Und tschüss. Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. Was für eine Mühe, die sich auch gemacht haben hier. No, what are you doing, Stan? Do you just not believe me? What can I say to convince you? Dass wir hier tatsächlich so viele Sprechermonologe auch haben, oder Dialoge sind es ja eigentlich, auch wenn Stanley nicht antwortet, für Sachen, wo die meisten wahrscheinlich gar nicht erst rumprobieren würden, hier hin und her laufen und solche Geschichten. Oder auch für dieses Achievement mit der Tür, ich fand das genial. Was hier an Arbeit drin steckt, in diesem doch recht simplen Spielchen, hier ist wesentlich mehr drin, als es zunächst den Anschein hat. So, jetzt aber. Geronimo! Ouch! Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Ja gut, wir können ja noch mal gucken, ob er noch Yes. was Neues zu Perhaps sagen you hat. can. Perhaps you finally see what I'm talking about. Aber nur vielleicht. Ich glaub's ja noch I nicht. know you'll see. You'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? Nee, bis jetzt sehe ich's nicht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vor allem ist ja auf Dauer auch so ein bisschen langweilig, das hier so zu gucken, während wir hier nur stehen und bunte Lichter anschauen. Von daher... No, perhaps not. Nee, vielleicht wirklich nicht. Auch das tut mir schon richtig leid, was wir dem Erzähler hier gerade antun. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Mehr oder weniger. Du bist aber auch ein ganz schönes Arschloch, muss ich mal sagen. Ja, was wir wegen dir schon durchgemacht haben. Ich denke nur an das Countdown-Ende zum Beispiel. Ja, oder das Telefonende. Du bist ein Arschloch. Von daher. Hops und Geronimo. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks Ja, like you wanted vielleicht. to make a choice after all. Well, this one is yours. Oh. Jetzt tut er mir fast schon leid. Wobei das Schlüsselwort dabei fast ist. Ich denke, das wird jetzt der letzte Sprung. Hat er noch was zu sagen? Wahrscheinlich, wenn wir unten aufschlagen. Ja, ich denke, damit haben wir das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal in der vorletzten Folge der Stanley-Parabel wieder. Und beende diese Folge mit Geronimo. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back.